Meine Message an den Menschen, an die Welt ist: Stellt Fragen, traut euch zu fragen, zu hinterfragen und nicht alles einfach machen, was andere machen oder einfach nur dieses Nachmachen, sondern stimmt das alles, was wir immer hören, was gesagt wird, so. Und dann merke ich, komme ich zu anderen Erkenntnissen, die mich weiterbringen. Mein Name ist Arne Schmidt und ich bin Straßenmusiker. Ich bin mit einem Piano seit 1997 unterwegs und reise durch die Welt. Das ist jetzt so ein mittelgroßer Wohnwagen, ist eigentlich perfekt für mich. 2,30 Meter Breite, also nicht 2,50 Meter, das wäre schwer dann, wenn ich dann irgendwo hinfahren will, ist immer sehr breit. Der ist sehr, sehr gut von der Höhe, weil ich bin 1,93 Meter und der Hümer, der ist von Grund auf ein bisschen höher als die meisten Wohnwagen. Ich bin hier sehr zufrieden mit. Ich habe den 5 Jahre jetzt und habe auch viele Sachen schon durch, von riesen LKW, 7,5 Tonner, irgendwie 18 Tonnen, Sattelauflieger. Habe auch so Vans gehabt, Wohnmobile und bin letztendlich bei denen hier gelandet. Bin total zufrieden, weil ich da schnell irgendwo sein kann. Auch von dem Gesamtgewicht geht das alles. Und ich finde, dass ein Wohnwagen, dass der halt vom Platzgefühl sehr gut ist. Ne? So vom Raumgefühl, hat er ein großes Raumgefühl. Und Wohnmobile finde ich oft, dass die oft sehr eng verbaut sind. Deswegen bin ich auch so zufrieden. Und kann mit meinem Zugfahrzeug kann ich auch im Parkhaus parken, da habe ich meinen Flügel drin. Und die Kombination ist bis jetzt für mich die beste, finde ich. Und ja, was kann ich hier sagen? Das ist eigentlich ein relativ normaler Wohnwagen. Ja, hier habe ich ein paar Spezialsachen. Smoothie-Gerät, Saftpresse. Also ich interessiere mich für Gesundheit, gesunde Ernährung. Reiskocher zum Beispiel. Hier so eine Handmaschine, kann ich mit der Hand so einen Salat schnibbeln. Das ist hier so was ganz Spezielles. Das ist so ein Wasserverwirbler. Wenn ich da jetzt Wasser reinmache, dann energetisiert sich das Wasser, weil ich habe auch Wasser, das ich auch mal destilliere, neuerdings. Und wenn ich in Polen bin, da gibt es halt nicht dieses St. Leonhard, was ich gerne trinke. Und da will ich dann mir das Wasser destillieren. Das wird dann angereichert mit Salzsohle. Und den Destillierer habe ich auch mit, da habe ich im Zugfahrzeug vorne. Ich bin Straßenmusiker und bei der Straßenmusik wäre es für mich nicht unbedingt gut, nur in einer Stadt zu sein. Deswegen, das hat mit dem Reisen zu tun. Daraus ist ja entstanden, weiter zu reisen. Und dann liegt es auf der Hand, im Hotel natürlich, aber Hotel finde ich nicht so schön. Ich finde es im Wohnwagen viel schöner oder Wohnmobil. Und das hat damit hauptsächlich auch zu tun. Ich verbinde das eine mit dem anderen. Ich liebe auch das Reisen dann gleichzeitig. Was Neues sehen, neue Eindrücke fürs Gehirn, das ist gut. Ich überlege gerade, wie oft ich das ein- und ausgeladen habe. Vielleicht 1500 Mal oder so. Straßenmusiker und Straßenmusik hat auch was mit Freiwilligkeit zu tun. Also die Menschen können was geben oder können eine CD mitnehmen, freiwillig was spenden, so in die Richtung.
Und dadurch finanziere ich mich oder habe ich mich finanziert, hauptsächlich die letzten 20 Jahre und läuft auch ganz gut. Und natürlich mit den CDs ist es etwas schwächer geworden, weil die nicht mehr alle CD hören. Aber es funktioniert finanziell und ich kann davon leben, auch investieren. Und ich habe auch immer viel investiert, halt einen besseren Sound, ein besseres Piano zu bauen. Und ich lerne auch viel dadurch. Ne? Ich lerne, wie funktioniert die Straße, was ist wichtig. Und das ist ein richtiger Beruf. Das ist mein tragbares E-Piano. Damit kann ich, wenn ich ein bisschen was üben will oder was komponieren möchte, kann ich das im Wohnwagen hier machen oder vielleicht was für Aufnahmen machen und so weiter. Deswegen habe ich das Tragbares hier mit, kann ich aufs Sofa legen. Also Straßenmusik mit Piano habe ich 1997 angefangen und auch relativ schnell mit dem Reisen dann angefangen. Habe wohl zwischenzeitlich mal eine Wohnung gemietet gehabt, aber dann bin ich dann irgendwann doch wieder dann gereist oder für ein paar Tage mal. Immer mit so einer Art Wohnmobile, kleine oder Transporter und so weiter. Ja, jetzt sieht man den Wohnwagen von da. Und was ich hier so sehr gut finde an den Wohnwagen, dass der in der Mitte eigentlich frei ist. Das heißt, es ist praktisch wie ein Raum. Und deswegen ist das Raumgefühl, finde ich, sehr gut. Ich habe mir andere Wohnwagen angeguckt und finde ich nicht so super, wenn die so eine Wand hier haben und dann ist das Schlafzimmer ganz klein. Für mich ist das super. Warte mal, ich muss mal mein Kissen holen. Wenn ich mich hier ins Bett lege, so einfach mal mit so rein. Und das kann ich halt in den ganzen Raum gucken und habe eigentlich ein super Raumgefühl hier. Kann auch rausgucken. Und riesen Dachfenster da oben. Ja, und dann kann ich mich hier entspannen. Also das finde ich auch hier super zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe. Ich kann zum Beispiel so ganz faul vom Bett aus hier mich rasieren oder wie auch immer. Und ja, das ist auch in dem Raum inbegriffen, super. Und hier könnte man duschen, aber duschen gehe ich dann auf dem Autohof zum Beispiel, Fitnessstudio vielleicht oder bei Freunden, wie auch immer. Und ich habe schon mal geduscht, aber das ist alles mir zu aufwendig da mit dem Wasser und so. Dient das mehr meine Abstellkammer. Hier habe ich gerade ein bisschen Gerümpel. Hier habe ich mein Gemüse zum Beispiel. Hier, guck mal. Dann habe ich manchmal das Fenster da auf, dass es ein bisschen kühl ist. Im Winter, dass es ein bisschen kälter ist, dann hält es sich länger. Und ja, so ist das. Ich habe immer früher, wo ich angefangen habe, da mit den Vans, die ich hatte und LKW, ich kam gar nicht auf die Idee. Ich habe gedacht, Wohnwagen, was ist das denn? Auf dem Campingplatz, dann die Campingleute, das ist so blöde, ich mochte das gar nicht. Und schade eigentlich, jetzt im Nachhinein bin ich total froh. Und da war ich vielleicht auch blockiert. Und deswegen geht es darum, offen zu sein. Dass man, wenn man ein Problem hat und auch mit den Pianos damals, ja, wie soll das ins Wohnmobil rein? Und aber dann auch vielleicht offen zu sein. Vielleicht hätte ich mir dann sagen sollen, warum soll das schlecht mit dem Wohnwagen sein? Warum soll ich das vorverurteilen? Erstmal anzugucken, weil ich stehe auch mit dem Wohnwagen nicht nur auf Campingplätzen, das klappt irgendwie auf dem Autohof, Industriegebiet mal für eine Nacht oder so. Also in der Praxis sind die Dinge auch viel mehr möglich als oft was dann vielleicht im Gesetz steht oder in den Regeln und so. Ne, ich gehe mir auf die Freiheit. Ich lasse mir auch nicht zu viel Regeln, alles immer so vorschreiben. Ich bin ein freier Mensch und gucke dann, wo ich meinen Weg finde. Oder finde meinen Weg dann. Hier habe ich einen Schlüssel, weil ich habe noch ein Klavier habe ich. Also dieses kleine und den großen Flügel. Dann habe ich noch ein spezielles Piano aus Carbon, was ich in den letzten Jahren entwickelt habe, auch mit anderen Leuten. Und das habe ich gerade hier verstaut. Das kommt dann mit nach China zum Beispiel. Da ist es schon. Diese Kiste hier. Hier sind die Räder dazu. Ich kann das mal eben einmal, dass man das sieht, rausholen. Und 1, 2, das sind Spezialräder. Das ganze Ding ist, das sieht man jetzt hier, Piano Across the World. Guck mal hier. Piano Across the World. Das ist wie so eine Transportkiste.
die gleichzeitig, ist ein spezielles System, lange entwickelt, das wird dann ein Klavier. Das sieht eigentlich aus wie ein echtes, ist halt Spezialpiano mit spezieller Soundtechnik. Und zusätzlich kommen noch Lautsprecher, die ich dann noch extra mitnehme. Zusätzlich noch, hier sind zwar schon 2 kleine drin. Und dann kommt noch ein spezieller Akku und so, das ist ein ganz spezielles System. Ich bin total froh, weil hiermit kann ich ins Flugzeug mitnehmen. Wegen den Abmaßen habe ich auch extra die Airline gefragt. Das sitzt ziemlich knapp. Ins Taxi, auf die Rückbank muss es reinpassen und so weiter. Was wiegt das? Das wiegt jetzt hier, so wie es ist, wiegt das vielleicht 29 Kilo, 30 Kilo, 29 Kilo. Das ist auch wichtig. Ne? Also vor einigen Jahren bin ich nach China geflogen, nach Hongkong. Habe dann ein Spezialpiano vorher mit Leuten zusammengebaut, eine Hülle gekauft und dann haben wir da Lautsprecher und so weiter reingebaut. Und das war schon ein bisschen wild, was ich da mache, weil ich bin dann mehr oder weniger dahin geflogen und dann gibt es auch manchmal Probleme mit den Behörden, weil man in China direkt, da kann man sich nicht einfach so hinstellen eigentlich, um dann damit Geld zu verdienen. Dann habe ich über viele Monate oder viele Tage muss ich da mich anstrengen, da mit den Behörden und mit der Sprache und dann mit einer Art Wohnsitz oder was, das Papiere, das war schon sehr, sehr eine Riesenherausforderung. Und das war so eine Hitze da, es war im Sommer. Das war richtig heiß da, wie so tropische 35 Grad oder so richtig. Also in Deutschland ist da noch nicht so heiß, finde ich nicht so heiß. Ich bin Single, alleine reise ich. Ich lerne natürlich viele Leute kennen und auch über Social Media Kontakte mit vielen Leuten, WhatsApp. Aber auch in vielen Städten kenne ich viele Menschen und die treffe ich dann wieder. Aber Beziehungen, so jetzt, das würde vielleicht funktionieren, denke ich mal. Warum soll das nicht funktionieren? Der Wohnwagen würde auch für 2 Leute gehen, denke ich mal. Aber ich suche jetzt nicht danach oder ich vermisse auch nichts. Wenn sich sowas ergibt, dann ja, aber ich vermisse nichts eigentlich. Ich bin so erstmal zufrieden, wie es ist. Also das Leben, was ich für so Freiheit und keinen festen Wohnsitz und große Wohnung oder so, das ist ja erstmal vielleicht für Leute, die jetzt so Familie haben und ihren normalen Job und alles, das ist natürlich für die nicht so einfach, das sofort zu machen. Aber es ist absolut möglich. Als Tipp würde ich denen sagen, erstmal alles ist möglich. Also praktisch im Kopf sich zu sagen, alles ist möglich. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und Kreativität, würde ich sagen. Kreativ, mit Leidenschaft eine Idee zu haben und dieser Funke der Leidenschaft, sich dem hinzugeben und dann einfach eine Zeichnung zu machen, anzufangen und das genießen, diesen Plan zu genießen, zu sagen, das mache ich dann so und das Auto könnte ich so umbauen. Und wenn es ein kleines Auto ist oder ein Zelt ist, aber einfach dann so reinzugehen in den Traum und auch natürlich dann auch einfach zu machen, das Ganze und umzusetzen, das ist wichtig. Und Mut, auch Mut und Risiko einzugehen. Und sich einfach zu sagen, es ist auf jeden Fall möglich, auch wenn es im ersten Moment vielleicht so Riesenhürden sind, aber dann das zu sagen, es ist alles möglich so. Und diese Energie und das sich so bewusst zu machen und dann wird man sehen, was wirklich alles möglich ist.